Gegensätze ziehen, passen sich an. Kapitel 9. Queerly. Ihre Sicht. Bei der Frage des Kapitäns rasen ungehalten Bilder durch meinen Kopf, weswegen ich verzweifelt die Augen zusammenkneife, in der Hoffnung, somit alles wie gewohnt verdrängen zu können. Wie immer, meine Erinnerungen in Ketten zu legen und dann tief in meinem Kopf verstauben zu lassen. Doch im Gegenteil, wie ein Film spielt sich der Anfang von meinem Ende vor meinen inneren Augen ab. Wieder lacht der Dicke. Dann musst eben du mitkommen. Ohne das Gesicht zu verziehen, kniee ich mich nun ganz vor ihm nieder und nicke unterwürfig. Verwundert blickt der Fette mich an, bevor er wütend nach mir schlägt. Ich krache gegen die nächste Wand, verziehe jedoch weiterhin nicht auch nur einen Muskel in meinem Gesicht, trage eine Maske, lasse ihn nichts in mir sehen und nichts erahnen. »Lass meine Cousine in Frieden, dann komme ich mit«, sage ich ruhig und stehe ausdruckslos auf. Der Pirat mustert mich und meine Cousine, überlegt, wer von uns mehr Geld einbringt. Der Fette zögert lange, bevor er ergeben schnipst. Ein weiterer, ungepflegter Mann kommt auf uns zu, schwere Ketten in der Hand. »Abgemacht«, lacht der Anführer dieser Leute, dieser Piraten, und lässt das Messer sinken. Der andere Pirat legt mir die Ketten an. »Hey, was hast du denn?«, unterbricht Beppo mein Kopfkino, scheint besorgt zu sein. Ertappt sehe ich auf, bevor ich verwirrt über mein Gesicht streiche und dann das Nass auf meinen Fingerkuppen betrachte. Still sind meine Tränen gelaufen. Ich schüttle schnell den Kopf, wische mir mit den Ärmeln übers Gesicht und sehe falsch lächelnd in die Runde. »Du musstest gerade an irgendetwas denken. An was?«, forscht Trafalgar ohne Erbarmen weiter nach. Doch niemand unterbricht ihn, niemand sagt, er soll mir eine Pause gönnen. In jedem Gesicht erkenne ich Neugier, sie möchten antworten. Ich umfasse Beppos Pfote mit mehr Druck, versuche mehr Mut zu sammeln. Ich starre auf meine Beine. Das geht Sie gar nichts an«, entgegne ich ihm etwas lauter. Sie haben gesagt, ich muss nichts von mir erzählen«, erinnere ich ihn angesäuert. Er hat also doch nur eine weitere Maske aufgesetzt. Beppo drückt mich mitfühlend an ihn, mischt sich jedoch weiterhin nicht ein. »Dann habe ich eben meine Meinung geändert«, äußert er trocken. Gereizt schnellt mein Kopf zu ihm hoch und ich starre ihn wütend an. »Das ist keine Stunde her«, knurre ich ihn an, fassungslos über diese Selbstverständlichkeit in seiner Stimme. »Oh doch, gleich sogar schon 2«, merkt er mit einem gewinnenden Lächeln und einem kurzen Blick auf die Uhr an. Mich trifft der Schlag. »Wie?« Ich sacke etwas in mich zusammen und senke meinen Blick wieder. Was?« bringe ich nur kleinlaut zwischen meinen mit einem Mal staubtrockenen Lippen hervor. Meine Stimme ist kaum mehr als ein Flüstern. Trafalgar zieht fragend eine Augenbraue hoch. »Was ist los, Süße?«, erkundigt sich Penguin, sichtlich besorgt. Ich muss gehen«, sage ich schnell und will aufstehen. Doch Sashi hält mich an meinem gesunden Arm fest. »Nein, musst du nicht. Was ist los?«, fragt er besorgt, aber bestimmt, als wäre er meine Mutter. Erneut spüre ich diese altbekannte Flamme in mir aufglühen. »Fass mich nicht an«, fauche ich, worauf er mich geschockt anstarrt, bevor er seine Hand zurückzieht, als hätte er sich an mir verbrannt. Wieder versuche ich zu flüchten, doch ohne es bemerkt zu haben, hat sich der Kapitän hinter mich gestellt. Grob drückt er mich an den Schultern zurück auf den Stuhl. »Ich sagte, ihr sollt mich nicht anfassen«, keife ich und stelle mich erneut auf meine Beine. Ich drehe mich zu Trafalgar um. »Und Sie dürfen mich nicht mal mit einer Kneifzange anpacken«, merke ich lautstark an und versuche erneut, seine Hände von meinen Schultern zu schieben. Doch sein Griff verfestigt sich nur, er sieht mich nichtssagend an. Nun steigt Panik in mir auf. »Lassen Sie mich sofort los!« Ich schlage mit meinem gesunden Arm nach ihm, doch er pariert den Schlag mit Leichtigkeit, hält mich nun an meinem Arm fest. Ich versuche aus seinem eisernen Griff zu entkommen, doch mit nur einer Hand habe ich keine Chance. Als wenn ich sie mit beiden hätte. »Fuck, was soll ich tun?« Nun gewinnt die Verzweiflung die Oberhand. Ich fange an zu zittern und mir steigen die Tränen in die Augen. »Bitte, lassen Sie mich los, bitte, bitte.« Ich beginne zu schluchzen. Die anderen am Tisch sind ebenfalls aufgestanden und sehen nun unschlüssig der Szene zu. »Bitte!« »Erst wenn du mir einen guten Grund nennst, mir sagst, was los ist und was dir passiert ist«, fordert er beunruhigend kühl. Etwas Bedrohliches schwingt in seiner Stimme mit, lässt mich hart schlucken. Ich sehe wie paralysiert zu ihm auf. Warum ist er so anders, so kalt? Dieser Blick. Ich kann seinen stechenden Blick nicht standhalten. Ich bekomme weiche Knie und sinke zu Boden. Trotzdem lässt er meinen Unterarm nicht los. Beppo und Sashi eilen alarmiert zu mir, wollen mir helfen, doch Trafalgar hat sie beide mit nur einem Blick davon abgehalten. »Lassen Sie mich einfach los«, flüstere ich, stimmlos, weinerlich.
Dann antworte. Ich lausche für einen Moment meiner inneren Stimme. Ich habe keine Wahl. Super, das hilft mir. Der Schmerz in meinem Bein lässt mich meine Worte runterschlucken, vergessen. Meine Augen weiten sich und mein Mund klappt auf. Zu spät. Ich will schreien, bekomme jedoch keinen Ton draus. Der Captain bemerkt, dass etwas nicht stimmt, lässt mich los und geht vor mir in die Hocke. Meine Tränen laufen stumm über meine Wangen, perlen von meinem Kinn ab, sodass bereits eine kleine Pfütze unter mir entsteht. Es tut weh! Ich habe erneut das Gefühl zu ersticken, bekomme kaum Luft. Ich will nicht mehr. Wieso mache ich noch weiter? Was bringt es mir weiterzumachen? Nach einer gefühlten Ewigkeit finde ich meine Stimme wieder und steige. Ich habe das Gefühl, dass andere meine Schmerzen allein dadurch spüren können. Ich stoße Trafalgar von mir, sodass er auf seinen Hintern landet und irritiert und überrascht zu mir sieht. Das tut weh! Ich will, dass es aufhört! Ich reiße mir den Verband um meinen linken Knöchel ab und ramme mir mit Kraft die Fingernägel in die Wunde. Kurz kann ich aufhören zu steinen, dann gewinnt wieder diese hässliche Narbe. Ich nehme meinen ganzen Mut zusammen, lege zitternd meine gesunde Hand an den anderen Arm und bewege und drücke ihn so fest ich kann. Ich kann aufhören zu steinen. Feuer mit Feuer, Schmerz mit Schmerz. Beppo, Sachi und Pinguin sitzen geschockt hinter dem Arzt und rühren sich keinen Mikrometer von der Stelle, sichtlich überfordert mit der Situation. Trafalgar hat seine Maske vollkommen fallen lassen und mustert mich krampfhaft nach der Ursache meiner Schmerzen. Ich sehe dank der Tränen nur noch verschwommen. Ich kann nicht klar denken, will nur eine Pause. Will, dass es aufhört. Es tut weh, als wären Metallspäne unter meiner Haut. »Wie lang?« schreie ich den Arzt an, während ich mir verzweifelt durch die Haare fahre, bevor ich mich in ihn verankere und an ihn zerre. Er findet zurück in dieser Welt und sieht hastig zu einer großen Uhr, sagt, 8 Minuten wären um. Ich versuche irgendwie zu ihm zu kommen. Zittrig, unbeholfen und unelegant versuche ich mich zu ihm zu schleppen. Er ist Arzt. Er will mir helfen. Er kann mir vielleicht helfen. Ich will einfach keine Schmerzen mehr. Wenn es sein muss, soll er mir das Bein abschneiden. Schnell hat er meine jämmerlichen Versuche verstanden und kommt mir entgegen. »Wo hast du Schmerzen?« fragt er mich hektisch, beinahe aufgelöst, während er meinen schwachen Körper auf seinen Schoß zieht. Er nimmt mein Gesicht in seine Hände und sucht Blickkontakt. Die Schmerzen haben aufgehört. Ich lächle erleichtert, lächle zu ihm auf. Ich mustere ihn, bemühe mich, etwas in seiner Mimik zu lesen, probiere ihn zu verstehen, erfolglos. Das Letzte, was ich sehe, sind diese stahlgrauen Augen des Halbgottes, bevor ich kraftlos loslasse und die bekannte Schwärze willkommen heiße. Wieso sorgt er sich? Wieso ist er erst so kalt und jetzt so seltsam?